Wow! Lecker. Das ist ja ein verdammter PR, Alter. Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Der Pirat ist zurück. Starkes Outfit, würde ich auch an der Stelle sagen. Wir sind zurück im Bunker für die letzte Session, bevor es ins Camp geht. Ja, angenehme Temperaturen haben wir heute auf jeden Fall für ein perfektes Beintraining mitgebracht. Heute Morgen ungefähr 48 Grad gehabt, morgens auf dem Rad gewesen, mit Todes reingeschwitzt. Dann vom Rad runter fängt es auf einmal an, Todes zu regnen. Der ganze Kessel brüht nochmal auf, jetzt ist ungefähr 48 Grad plus 90% Luftfeuchtigkeit. Also perfektes Wetter für einen Leg Day. Die nächsten Wochen werden 110% Fokus auf Bodybuilding. Ja, ich will die Vorbereitung einfach so Bodybuilding fokussiert machen wie keine davor. Und da nehmen wir euch auf jeden Fall hin mit. Die letzten Monate, die letzten Jahre kam immer nebenher immer so ein bisschen Geschäft dazu. Das ist normal im Profisport, klar. Man muss sich auch irgendwo über Wasser halten, aber dieses Jahr habe ich gesagt, mir soll nicht der Fehler passieren oder man soll nicht über mich sagen, dass ich ja, mehr rechts und links gemacht habe als den Sport. Ja, heute steht ein knackiges Beintraining an. Dachten wir uns, hatten wir lange nicht mehr und zeigen wir euch auf jeden Fall. Und ja Mann, ich bin heiß drauf, deswegen machen wir jetzt die Warm-up-Routine und fangen dann an. Mitkommen! Absolute Legend, Mr. Aesthetic himself, Flex Wheeler. By the way, der Bodybuilder, der mich am meisten inspiriert hat, was den Körper angeht. Sultan of Symmetry, geisteskrankes Paket. Ich glaube 105 oder 108 Kilo gehabt, so auf meine Größe. Crazy. Eine Geschichte, die ich schon seit geraumer Zeit jetzt mache vor dem Training. Gerade vom Beintraining habe ich von keinem anderen als Mr. Dorian Yates gelernt. Es ist Stretching, beziehungsweise nicht aggressives Stretching, aber die Muskulatur anstretchen, vor allem so Geschichten wie den Quadrizeps ein bisschen aufmachen, mich da über die Rolle ein bisschen drüber rollen. Hat eher mehr auch psychologischen Hintergrund, würde ich sagen, weil fürs Beintraining, da muss ich erstmal, oder generell für jedes Training, kennt ihr ja selber, muss dann so ein bisschen in den Modus kommen, stretch ein bisschen die Beine, mach ein paar so Movement Preps, so vorbereitende Aufwärmübungen für die Bewegung, die wir heute machen. So sieht's aus. Vorsicht, immer, ich glaube, wir müssen so einen Disclaimer einbauen, Digga. Vorsicht, diese Information ist nicht für Trainingsanfänger, 0 bis 5 Jahre Training geeignet. Es richtet sich eher an Leute, die schon richtig gut Muskeln aufgebaut haben, die eine ordentliche Muskelmasse haben. Das ist zum Beispiel folgendes Ding. Hier haben wir ein perfektes Beispiel. Wie viele können eigentlich keine richtige Kniebeuge machen? Die können nicht die Hände an die Stange machen und dann Knie beugen, sondern ja, die Brust bzw. hier der Gürtel, der ist da so extrem schon verkürzt, wird natürlich nie aufgedehnt. Die machen die Übung nicht und sagen, ja, mache ich gerade eh nicht, passt schon, dehnen da aber nicht aktiv gegen oder stretchen sich auf und machen das Ganze frei und lassen es auf dem Therapeut frei machen. Und somit kommt dann immer mehr eine Fehlhaltung. Immer mehr wird so gepost, du machst dich immer kleiner und im Endeffekt auf der Bühne, wo es dann zählt, hast du ja ein falsches Bild. Und deswegen versuche ich das auf jeden Fall immer mit einzubauen, diese Movement Preps zu machen. Habe mich jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen angedehnt. Quadrizeps dehne ich als nächstes und versuche hier wirklich nicht extrem zu dehnen, darum geht es hier nicht, sondern aktiv reinzufühlen in die Position. Ich schiebe hier meine Hüfte auch ein bisschen vor, dann spannt sich ja auch hier bis ganz oben der Hüftbeuger bzw. dann auch der Quadrizeps an. Das Ganze mache ich so. Ist jetzt
Also es sind keine Hexenübungen und ich bin bei Gott nicht der supermobilste, aber es eignet sich sehr gut als Aufwärmroutine und einfach um den Kadaver ein bisschen in Schuss zu halten, verletzungspräventiv. Also ihr macht was aktiv dagegen, dass ihr euch verletzt. Das Ganze hier dehnt die Hüfte auf, auch ganz wichtig. Und ich weiß, es gibt vielleicht Studien oder Trainingswissenschaftler da draußen, die keine Dehnung vor und nach dem Training empfehlen. Ich habe auch selber mal gesagt, macht so weit weg wie möglich vom Training, aber da wird man manchmal selbst eines Besseren belehrt. Und ich würde zwar immer noch sagen, wenn du richtige Dehn-Sessions machst, wie so Turner oder so, das solltest du auf jeden Fall nicht vor dem Training machen, aber ich finde das, was wir jetzt so gemacht haben, das hilft halt einfach extrem, ins Training reinzukommen, in die Bewegung reinzukommen. Was ist passiert? Der Jetpack ist nicht mehr da, beziehungsweise er ist noch da, aber er wurde hier mit etwas Besserem ersetzt. Wir haben hier den Cybex Seated Leg Curl und der ist verdammt geil. Es gibt schon Geräte, die einen gewissen Unterschied machen und das ist auf jeden Fall zum Beispiel eins davon oder die Cybex Hack Squat da hinten, die ich einfach über die letzten Jahre, wenn ich sie natürlich zur Hand gemacht habe und gesehen habe, hey, da geht was vorwärts. Und deswegen, let him cook. Geil, Alter. Über die letzten 3 Monate das Ding ausgemerkt. Habe ich mich von 130 bei dem Stapel auf den ganzen Stapel hochgearbeitet. Wichtig, über Zeit. Und das wird wohl ein paar aggressiven Beinbeuger-Gains sich bemerkbar machen. So, jetzt dritter und letzter Satz. Yes. Nochmal gleiches Gewicht wie gerade eben. 15 Wiederholungen gemacht oder so, 16, ich weiß gar nicht genau. Ich verzähle mich auch oft, ab 10 wird schwierig. Liebe Grüße an meine alte Mathelehrerin. Aber der erste war Topset, war schön schwer, zwar auch auf 10, aber war noch ordentlich. Und ja, jetzt 2 Backoff-Sätze mit gleichem Gewicht und dann passt die Sache. So, Schöne ist, Beuger durch, 3 Sätze weggefetzt. Jetzt gehen wir gleich gegenüber hin zur Hack Squat. Für mich die Königsübung für Quadrizeps. Hier muss ich sagen, Schuhe ziehe ich hier tatsächlich aus. Habe einfach gemerkt, ich habe bessere Kraftübertragung ohne. Heißt nicht, dass du mit den Käsefüßen jetzt hier in den Gyms barfuß rumläufst. Nee, aber auch wieder so ein Ding, wo ich selber irgendwie drauf gekommen bin, dass es sich besser anfühlt. Hier versuchen wir das Gewicht aus der Ferse zu drücken. Und hier versuchen wir auf jeden Fall jetzt 2 schöne, brutale Sätze wegzufetzen.
Ja. Wow. Lecker. Das ist ein verdammter PR, Alter. Fuck. Geisteskrank. Das habe ich noch nie geschafft. Männer. Erster Satz hat auf jeden Fall ordentlich reingeholzt und gut reingezimmert. Jetzt machen wir deswegen nochmal einen. Gewicht ein bisschen reduziert. Und ich gucke jetzt auch, was mir in dem Satz wichtig ist, dass ich die Bewegung einfach nochmal einen Ticken sauberer mache, nochmal oben zum Beispiel nicht anhalte, sondern halt immer versuche konstant den Muskel unter Spannung zu halten. Dafür ist immer so der zweite Satz, um einfach so nochmal akribischer an das Ganze heranzugehen. Wobei ich auch versuche, den ersten sauber und schön zu machen, aber da kann man mal was probieren, sage ich mal, was Gewichte angeht und so, aber der zweite, der muss wirklich perfekt sein und hier ist bei mir wie so ein Zylinder, der so rein und raus geht, so muss er sein. Nächste Übung für heute, Beinbeuger im Stehen. Wir haben ja mit beiden Beinbeuger im Sitzen gemacht, dann die Hackenschmidt. Jetzt will ich gern was Einzelnes machen, einfach noch mehr die einzelnen Beinbeuger zu trainieren, gutes Gefühl reinzukriegen, richtig stark zu isolieren. Und ich muss sagen, letztens mal wieder ausprobiert und beschlossen, den mal öfters zu machen, weil einzeln Beinbeuger ist schon ziemlich geil und im Liegen maxst du das Gerät extrem schnell aus. Und wie viel Wiederholung willst du da machen? 200. Der ist hier sackschwer und deswegen mach einen zum Reinkommen, dann 3 Arbeitssätze, immer hin und her, so sieht's aus. Richtig schöne Physik gehabt. Ich glaube, heutzutage wäre der Classic Physik Olympia auf jeden Fall vorne mit dabei, wenn nicht das Ding noch gewonnen. Geisteskrank. Ja, dafür muss man was tun und deswegen machen wir hier Beinpresse. Da muss ich sagen, muss ich mir die ein bisschen zurechtrücken, denn ich nehme immer so ein Pad und mache mir das unter den unteren Rücken. Achtung wieder, Disclaimer. Nicht für jede Beinpresse ist es förderlich. Musst du immer ein bisschen gucken. Das hilft mir einfach dazu, dass ich noch tiefer komme, also die Knie noch mehr an meinem Körper sozusagen vorbeibringe, wieder den Winkel ganz schließe und die Bewegung voll ausführen kann. Und dann fühlt es sich auch richtig gut an. Und ja, man, hier auch wieder neue Gewichte, an die ich mich ranwage, aber so muss sein, Alter. Dann rein. Alles, was geht.
11. wollte ich noch, Alter. So, mit Beinpresse bin ich durch, Alter. Völlig weggescheppert, das Ding. Jetzt ist die Frage, Beinbeuger, machen wir gestrecktes Kreuzheben mit Kurzhanteln oder machen wir das in der Belt Squat? Ja, also RDLs in dem Sinne. Was sagst du? Meine Damen und Herren, wir haben uns für die Kurzhanteln entschieden. Machen wir jetzt 2 schöne Sätze gestrecktes Kreuzheben. Auch asozial für einen Beinbeuger. Eine richtig geile Übung. Mache ich mal mit Langhanteln, mal mit Kurzhanteln, mal an der Belt Squat. Auch ganz geil. Hast du auch einen guten Zug. Ja, die scheppert. Für alle möchte gern Pros und Olympiakompetitoren. Reißt euch den Arsch auf. Geht hier rein, macht die komplette Bewegung, haltet oben kurz, kontrahieren, runterlassen, die Dehnung spüren und wieder hoch. Es muss echt ganz präzise die Wiederholung und dann verspreche ich euch, geht da was vorwärts. Es brennt wie Buschfeuer. Kommen wir zur letzten Übung, dem Adduktor, dem Gynäkologenstuhl. Mache ich eigentlich immer, der treue Zuschauer weiß es am Anfang, aber da der hier kacke ist und mir das Gewicht nicht reicht und ich nach 2 Platten extra aufgeladen, mir irgendwann dachte, ich habe keinen Bock mehr, da noch mehr Platten drauf zu kleistern, bis irgendwann das Ding fatzt, mache ich jetzt Hackenschmidt und die Beinpresse davor, die geht auch schon brutalst auf die Adduktoren, Beuger auch, somit sind die schon ziemlich durchgeprügelt und dann muss ich da eigentlich Minimalgewicht bis überhaupt kein Gewicht mehr drauf machen und arbeite wirklich daran, Kontraktion zu halten, die Dehnung kurz zu spüren und habe seitdem auch stabilen Fortschritt bei dem Adduktor gemacht.
Sehr schön. Schön kontrolliert. Erster Satz schon voll gepumptes Ding. Das ist auch immer gutes Feedback. Pump ist zwar nicht unbedingt das Wichtigste und ihr könnt auch Muskeln theoretisch aufbauen ohne Pump, aber A, wer feiert nicht einen dreckigen Pump? Ich glaube jeder. Und B, ist eine gute Kontrolle, ob du den Muskel auch richtig triffst. Wenn sich gar nichts aufpumpt und du halt nicht gerade erst nur einen Satz gemacht hast auf 3 Wiederholungen, dann würde ich schon mal gucken, hey, warum ist das so? Passt was mit meiner Nutrition nicht, mit meiner Ernährung rund ums Training? Habe ich genug Carbs, habe ich genug Salz, wichtig, habe ich genug Wasser? Wenn das alles passt und die Übung dir keinen Pump gibt, dann würde ich es auch nicht mehr machen. Da würde ich nach einer Alternative gucken, die du gut spürst und die dafür einbauen. Das war's, Mann. Das war der heutige Leg Day. Ja, der hat auf jeden Fall gut reingezimmert. Ich werde mich jetzt erstmal noch setzen, um mal auf mein Leben klarzukommen. Aber das nächste Video wird aus dem Camp sein. Und deswegen will ich jetzt vollen Support von euch. Abonniert den Kanal, verpasst jetzt kein Video, was kommen wird, wenn ihr Bodybuilding richtig liebt. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Urs. Adios.